Hey Leute und herzlich willkommen aus Zentraljava. Wir sind in Jogjakarta, was von den Einheimischen auch liebevoll Jogja genannt wird. Ja, und Jogjakarta ist das kulturelle Zentrum hier auf der Insel Java. Und hier gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, wie zum Beispiel uralte Hindu-Tempel oder buddhistische Tempel. Und dann wäre noch die Flaniermeile Malioboro, wo man sich die Abende vertreiben kann und noch vieles mehr. Deswegen würden wir sagen, bleibt dran und seid gespannt. Unsere Reise durch Jogjakarta startet im Taman Sari, dem alten Wasserschloss des Sultans. Diese Anlage wurde im 18. Jahrhundert erbaut und diente dem Sultan als Rückzugsort, als Badeoase, aber auch als Verteidigungsanlage. Der Badekomplex ist am besten erhalten und verfügt über einen Turm, von dem aus der Sultan seine badenden Frauen beobachtet haben soll. Ein spannendes Detail sind die unterirdischen Gänge, die Taman Sari einst mit dem Kraton, dem Sultanspalast, verbanden. So konnte der Sultan sich im Ernstfall unbemerkt bewegen oder fliehen. Über diese Gänge konnte man auch zu einer unterirdischen Moschee gelangen, die zu einem der geheimnisvollsten Orte der Anlage gehört. Sie diente nicht nur für Gebete, sondern auch als sicherer Zufluchtsort in Kriegszeiten. Leider ist die Moschee auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eines der eindrucksvollsten Überbleibsel von Taman Sari ist die Ruine von Pulo Kenanga. Einst war hier ein prächtiger Turm, der mitten in einem künstlich angelegten See stand. Von oben hatte der Sultan einen weiten Blick über das Wasser, die Palastanlage und sogar bis hinauf zum Merapi-Vulkan. Heute sind nur noch die Ruinen erhalten, doch sie vermitteln noch immer eine Vorstellung davon, wie prachtvoll Taman Sari in seiner Blütezeit gewesen sein muss. Heute ist Taman Sari ein lebendiger Ort, der weit mehr ist als nur ein historisches Bauwerk. Direkt neben der Anlage liegt das Taman Sari Tourist Village. Hier findet ihr hübsche schmale Gassen mit Street-Art-Motiven, Batik-Werkstätten, liebevoll geführte Cafés und Restaurants sowie viele Einblicke in das Alltagsleben Jogjakartas. Hier haben wir auch den berühmten indonesischen Luwak-Kaffee probiert. So Leute, vielleicht habt ihr schon mal vom Katzenkaffee gehört, Luwak Coffee. Wir sind hier in Jogjakarta am Wassertempel. Wir haben so einen Place gefunden und probieren den jetzt mal. Ein robuster Kaffee, sehr stark. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er durch den Katzenmagen gegangen ist, aber ich bin auch kein Experte. Auf jeden Fall, Luwak-Kaffee sind die Katzen, die Früchte essen und den Kaffee. Und die Kaffeebohnen können sie nicht verdauen. Die werden dann ausgeschieden und wie normale Kaffeebohnen geröstet. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, kriegt man fast nur in Indonesien. Versteckt in einer kleinen Seitenstraße nahe dem Sultanspalast entdeckten wir eine Werkstatt für Wayang Kulit, die javanischen Schattenpuppen. Der Künstler erklärte uns ausführlich, dass ihre Wurzeln im Animismus liegen, also in dem Glauben, dass alles in der Natur eine Seele besitzt. Er zeigte uns, wie die Figuren noch heute in Handarbeit entstehen. Vom sorgfältigen Zuschneiden des Leders über die feinen Schnitzereien bis hin zur aufwendigen Bemalung mit leuchtenden Farben und Gold. Jede Puppe hat ihren eigenen Charakter und erzählt in den Schattenspielen eine ganz besondere Geschichte. Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Geduld, Präzision und Leidenschaft in jedem einzelnen Stück steckt. Jogjakarta ist auch berühmt für seine Batikkunst. In einer kleinen Seitenstraße der Malioboro Street sind wir auf ein Atelier gestoßen und haben dort ein sehr herzliches Gespräch mit dem Künstler geführt. Er hat uns gezeigt, wie die traditionelle Batik entsteht. Ein faszinierender Prozess aus Wachs, Farbe und viel Geduld.
Die fertigen Werke könnt ihr hier natürlich kaufen. Da wir jedoch als Langzeitreisende unterwegs sind und keinen Platz im Koffer haben, haben wir stattdessen eine kleine Spende dagelassen. Nur wenige Kilometer von Jogjakarta entfernt erhebt sich der majestätische Prambanan-Tempel, die größte hinduistische Tempelanlage Indonesiens und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Nach Angkor Wat ist sie sogar die zweitgrößte Tempelanlage Südostasiens. Bereits von weitem fallen die hohen, spitzen Türme ins Auge, die imposant in den Himmel ragen. Wenn ihr durch die Anlage spaziert, spürt ihr die Geschichte, die hier in Stein gemeißelt ist. Die kunstvollen Reliefs zeigen Kämpfe, Liebe und göttliche Abenteuer. Fast so, als könnten die Figuren jeden Moment lebendig werden. Die Haupttempel sind von kleineren Schreinen umgeben, in perfekter Symmetrie angeordnet, was der Anlage eine besondere Harmonie verleiht. Für euch als Besucher ist Prambanan ein Ort zum Staunen, Fotografieren und Eintauchen in die reiche Kultur Javas. Ein echtes Highlight, das ihr auf keiner Jogjakarta-Reise verpassen solltet. Wir stehen vor dem Borobudur-Tempel, der größten buddhistischen Tempelanlage der Welt. Ein Ort voller Geschichte, Kunst und Spiritualität. Der Tempel selbst ist wie eine Reise vom irdischen Leben zur Erleuchtung aufgebaut. Die unterste Ebene symbolisiert die Hölle, die mittleren Ebenen die Erde und das Streben nach Erleuchtung. Und auf der obersten Stupa-Plattform befindet ihr euch mitten im Himmel. Auf den Terrassen könnt ihr die kunstvollen Reliefs bewundern, die Szenen aus dem Leben Buddhas und seinen Lehren zeigen. Von oben habt ihr einen atemberaubenden Rundblick. Die grünen Reisfelder und Dörfer Zentraljavas erstrecken sich bis zum Horizont, während Vulkane wie der Merapi die Landschaft majestätisch einrahmen. Die kleinen Stupas um die oberste Plattform symbolisieren den Übergang zur Erleuchtung, ein Moment, den ihr kaum vergessen werdet. Unser Tipp: Wenn ihr den Borobudur besteigen möchtet, solltet ihr euer Ticket unbedingt mindestens einen Tag vorher online kaufen, da die Besucherzahl streng limitiert ist. Im Preis ist auch ein Tourguide enthalten. Wir haben über Traveloka gebucht. Das hat absolut reibungslos funktioniert und können wir sehr empfehlen. Für die Anfahrt von Jogjakarta haben wir uns mit einem Taxifahrer auf einen fairen Preis geeinigt. Er hat uns direkt zum Tempel gebracht und später wieder am Hotel abgesetzt. So könnt ihr euren Besuch ganz entspannt genießen. Die legendäre Malioboro Street ist das pulsierende Herz von Jogjakarta, eine Flaniermeile, auf der Einheimische und Touristen gleichermaßen unterwegs sind. Wenn die Sonne untergeht, füllen Musiker, Straßenverkäufer und Spaziergänger die Gassen. Während die Straße abends für normalen Verkehr gesperrt ist, prägen Pferdekutschen und Moped-Rikschas das Straßenbild. Die Gassen sind gesäumt von Läden mit wunderschönen Batikstoffen, ein Symbol des indonesischen Nationalstolzes. Hier könnt ihr Souvenirs entdecken, lokale Snacks probieren oder einfach die bunte, lebendige Atmosphäre auf euch wirken lassen. Die Malioboro Street zeigt Jogjakarta von seiner traditionellen und lebendigen Seite,
Ein Erlebnis, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. So, das war Jogjakarta. Hier haben wir unfassbar nette Menschen getroffen, super geile Sachen gesehen, uns mega wohl gefühlt. Und falls ihr mal auf Java seid, können wir euch nur empfehlen, hier auch mal länger zu bleiben oder auf jeden Fall einen Stopp für ein paar Tage einzulegen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo und schaut unbedingt mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr jede Menge Standorte und Tipps. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao, ciao.